Ja, war eine skurrile Nacht und Stätte, wo ich übernachtet habe. Ja, die kleine Schutzstätte von der Tankstelle. Die Sonne geht gleich unter. Gleich ist hier stockendunkel. Und ich habe noch keine Idee, wo ich schlafe. Ja, aber hier ist nur Stein. Und es ist auch echt kälter, als ich gedacht habe. Wegen dem Wind. Der Wind ist so fies. Nur die Temperatur, glaube ich, hätte ich gut hingekriegt. Aber den ganzen Tag den Wind von vorn zu der Radgeschwindigkeit. Also nochmal eine kurze Folge, wie ich denn so abends übernachte mit meinem kleinen Zelt in der Regel ja, gerne in Gewässernähe. Zumindest in der Natur suche ich mir dann ein schönes Plätzchen oder versuche es. Aber es klappt halt nicht immer. Jetzt war ich im Hinterland von der Türkei und da wollte das überhaupt nicht klappen. Also war eine ziemlich anstrengende Tagestour mit vielen Höhenmeter, einigermaßen schlechten Straßen und rechts und links nur Flächen, wo viele große Steine sind oder Felsen, wo also für mich fast, also ich sah überhaupt gar keine Möglichkeit, da irgendwo mein Zelt hinzustellen. Und so blieb mir ja nichts anderes über, als weiter und weiter zu fahren. Und es war mir wirklich verdammt kalt. Ich war total durchgefroren und habe gehofft, dass ich irgendwo mal jetzt irgendwas finde in naher Zukunft, bevor es denn jetzt in einer Stunde ganz dunkel sein wird. So, mir ist ordentlich kalt. Und dann habe ich gesehen, hier steht ein Auto, da ist ein Motorrad. Und wollte mal fragen, ob da jemand drin ist, ob ich hier, weil das hier einfach windgeschützt ist. Ja, oh, ist ja warm richtig hier. Mann, ist das geil. Ist das geil. Ja, es ist sogar ein Bett da. Ja, kann ich hier schlafen. So, die Sonne geht unter und irgendwie soll es ja manchmal echt so kommen. Also hier ist ja echt nur Pampa gewesen. Ich weiß gar nicht, wo ich mal lang gefahren bin. Also hier war echt nur Pampa ohne Ende. Nichts, wo man auch was zu essen kaufen konnte oder sonst was. Ich habe ja zum Glück beim Start was gekauft. Jedenfalls bin ich jetzt den Berg hochgetobt und dann fiel mir diese Holzbaracke auf und dass da ein Auto stand. Und dann dachte ich, vielleicht ist da einer drin, da ist ja viel Raum. Drücke ich mal die Türklinke runter, gucke, ob da einer ist. Also Klinke war unten, war aber keiner drin. Dann habe ich hier bei der Tankstelle gefragt. Die konnten aber gar kein Englisch, wie die meisten hier. Und dann hatte ich nur so Zeichen gemacht, so ich bin müde, ob ich da Eier machen kann, so nach dem Motto. Ne? Und dann hat er noch einen anderen gefragt, sag ja, ich kann da. Und hier ist richtig schön warm, weil draußen ist ein tierischer Wind, also eiskalt. Der Versuch also weiter hochzufahren ist gescheitert. Ich bleibe definitiv jetzt unten am Meer. Das sind ja Himmel und Hölle Unterschied. So von den Temperaturen, also dieser Wind, der ist so übel, so kalt. Und hier ist das, glaube ich, gut auszuhalten. Mal gucken, ob ich das hier nutzen kann. Oder ob ich am Fußboden bleibe. Ja, aber hier ist schon eine ganz andere Temperatur. Ich schlüpfe dann gleich in den Schlafsack und dann wird mir bestimmt wieder kalt, weil die Finger hatte ich schon Probleme, jetzt ein wenig zu bewegen. Ja, dann kann das hier aus. Und dann, genau, das mal als kleines Update. Na, will er nicht aus so. Habe ich zwar den Lärm hier von der Tanke, aber was soll's Was soll's. Geschützter Raum ist gut. Und hier, also es wäre extrem schwer, das Zelt hier aufzubauen. Weil das ist irgendwie alles nur, also super harte Erde, so wie hier, kruggelig. Und hier ist ja kaum Stein, sonst ist das einfach alles voll mit Stein. Ja, dann bin ich also mal wieder kurz vor Sonnenuntergang. Ja, habe ich ein Plätzchen gefunden. So, nun kann ich den Sonnenuntergang doch noch ein bisschen angucken hier. Allerdings alles andere so romantisch wie gestern. Genau, das ist also heute mein Schlafplatz. Ich
Ich muss auch nicht mal die Isomatte auspacken. Und Zelt, das bleibt alles drauf. Also Schlafsack rausmäßig mich immer noch kalt. Wasser und Brot, wie im Gefängnis. Ne? Und ein paar Keks habe ich noch. Jetzt werde ich das mal reinschlucken. Und dass ich wieder warm werde. Und dann, ja, den will ich mal sehen. Oh ja, sehr schön. Die Bude ist hier am Knarzen und ja, draußen die Bäume, die schütteln sich da oder werden vom Wind hier geschüttelt. Also ich bin so heilfroh, dass ich in dieser Holzbude drin bin. Hier keinen Furz vom Wind mitkriege oder von dem Sturm draußen. Ja, weil der Wind ja auch so entsetzlich kalt ist. Wenn man einmal so ein bisschen durchgefroren ist, also ist ein bisschen, man ist durchgefroren, dann hält man das ja nicht mehr aus da draußen jetzt so. Also das im Zelt, 5 bevor sind jetzt gerade draußen. Ja, und man friert wie Sau. Also irgendwie sollte es so kommen, dass ich in dieser Bude hocke. So, also da, wo ich gerade bin, mit dem Pin. Ja, da ist das Zentrum von dem ganzen, von diesem starken Wind. Ja, ich weiß nicht, ob ich hier in der Nähe jetzt was gefunden hätte. Ne, irgendwie was findet man immer. Ne? Jetzt so lange Leute angesprochen, bis ich irgendwo was hätte. Ja, von dem Zelt hatte ich mich unterwegs verabschiedet. Das klappt hier nicht. Mein Nachtlager hat mir wirklich gut getan, denn das war ja gestern irre stürmisch hier. Jetzt ist es also windruhig. Und mich wundert auch, also man kann hier durch die Fenster durchgucken. Hat man nicht gemerkt. Also man hat gleich gemerkt, man ist in einem Holzraum, der schön warm ist. Und ja, hat mir richtig gut getan. Hat zwar vielleicht eine Stunde gedauert, bis mir dann wieder ganz normal warm war, aber mein super Schlafsack hat mich schon oft gerettet. Naja, nun gibt es gestern Abend, gab es ein bisschen Schokolade hier, das Zeug. Das war ein ganzes Brot. Ein Ei hatte ich. Und das gleiche wird gleich mein Frühstück sein. Also Brot, paar Kekse, Ei und ein Apfel. Ja, ein bisschen Wasser, also mein restliches Wasser. Ich habe aber auch nicht mehr so weit. Also bis zur Küste runter sind das, ich glaube, 80 Kilometer oder vielleicht auch nur 60. Ich weiß das nicht genau. Aber es geht halt nicht so berghoch. Und vielleicht habe ich ja auch, ja, jetzt also bessere Straßen, besser geteert, wo man schneller fahren kann. Dann ist das ja kleiner als eine Trainingsrunde. Dann bin ich schnell unten. Ja, die Sonne kommt gerade hoch. Ein bisschen werde ich hier noch verbleiben, weil es draußen arschkalt ist. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass das in den Bergen so abrupt runtergeht. Aber man merkt es auch, hier ist halt nicht viel. Hier ist halt nur irgendwie Pampa, Steine, Erde mit Steine und so ein paar kleine Büsche und so weiter. Es gibt ja auch keine Gewächshäuser wahrscheinlich, weil es einfach zu viel kalt ist. Ja, jedenfalls meine Tour weiter in den Norden da, zu dem Gebiet der Heißluftballons, das ist damit beerdigt. Ich bleib unten. Genau, jetzt gibt's gleich lecker Frühstück. Und genau, und dann werde ich langsam einpacken hier. Das ist ja auch nicht viel. Ich habe ja kaum was ausgepackt. Schlafsack hinten rein. Und dann hier meine Tüten habe ich nochmal getrocknet. Und dann ist hier ja eine kleinere Stadt jetzt hier. Da ist ja jetzt Halbzeit für mich. Wir haben Sonntag. Ich hoffe, da haben ein paar Geschäfte auf oder so ein paar kleine Krämer, dass ich neue Flüssigkeit kaufen kann. Irgendwie Saft oder Wasser. Ansonsten wird es eine durstige Tour bis zum Strand runter. Ja, und dann zum Schluss geht's bergunter und dann ist man wieder bei 24 Grad. Und hier oben haben wir, weiß ich, gefühlt sind es vielleicht 10 oder so. Und hier in der Holzhütte ohne Wind, ja, kann man hier gut sitzen. Ne? Okay, das als Update mal. So, ich hatte gerade mal nach einer Toilette hier auf der Tankstelle gefragt. Er sagte, ja, hier, da ist zu. Genau, und hier gibt es so ein Teil mit Schlauch. Ja, es ist einfach nicht meine Welt. Naja. Dann halt ohne. So, ich wurde noch von den Tankstellenleuten zu einem türkischen Tee eingeladen. Also hier oben ist der Tee drin. Man kippt erst ein bisschen von dem Tee da rein.
ungefähr so viel. Und der Rest ist dann Wasser. Da wird dann Wasser reingekippt. Und dann gibt es hier Zucker. Ja, und das ist schön warm. Kann man gut in der Hand halten. Und ja, schmeckt lecker. Und wir sind hier mit Übersetzern zugange. Sie interessieren sich natürlich für meine Tour und warum ich hier bin. Nun sind wir hier ein bisschen am Plaudern. Ein letzter Blick auf meine Schutzhütte hier. Und ja, es geht wieder los. Hab mich schön dick angezogen diesmal. Die Regenjacke hält da auch viel ab, denn es ist weiterhin kalt. Mal gucken, ob ich jetzt am Sonntag ja irgendwie ein Geschäft finde. Aber ich glaube, die haben hier nicht so unbedingt die Sonntage, dass alles zu ist. Ja. Ja, war eine skurrile Nacht und Stätte, wo ich übernachtet habe. Ja, die kleine Schutzhütte von der Tankstelle. Eben gab es noch warmen Tee. Ja, habe ich ja auch in Mengen genossen. Und nun geht's los. So, ist der hier noch irgendwo? Der mich hat schlafen lassen. Da ist er nicht. Da. Bye. And thank you. Bye bye. Ja. Oh, die Sonne kommt, aber sie wärmt noch nicht. Und da sind wieder Hunde. Hier sind also einige wilde Hunde. Ja, ein ganzes Rudel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hunde. Ja, mal gucken. Also, gestern hatte ich ja nur so ein paar kleine Dörfchen. Das ist jetzt mal in der Mitte die etwas größere Stadt. Mal gucken, was hier sonntags los ist.